Hallo, liebe Zuschauer. Ich bin Arzt mit Fachrichtung Handchirurgie. Wie man einen Mundschutz bastelt oder selbst näht, dazu findet ihr schon sehr viel im Internet. Ich möchte jetzt etwas erzählen, wie man einen Mundschutz abdichtet. Vielleicht kann ich euch ja ein bisschen von meiner Erfahrung als Chirurg während 30 Jahren mitgeben. Ich hatte nämlich immer das Problem, dass sich die Brille beschlägt. Das Beschlagen kann man nur verhindern, indem man sich den Bügel oben am Mundschutz korrekt einstellt. Also das ist ein eingearbeiteter Draht oder ein Metallstück am Oberrand des Mundschutzes. Selbstverständlich muss man den Mundschutz so anziehen, dass dieser Nasenbügel oben ist. Den Nasenbügel muss man fest an die Nase drücken, sonst nützt er nichts. Lieber nochmal nachdrücken. Ich setze den Mundschutz dann immer noch einmal ab und biege den Bügel nach, damit er auch wirklich stramm sitzt. Den Nasenbügel brauchen wir nicht nur wegen der beschlagenen Brille, sondern auch für einen Infektionsschutz. In den Winkeln zwischen Nase und Wangen gibt es nämlich ein Loch, wo die Luft ungefiltert durchströmen kann. Sowohl beim Ausatmen als auch beim Einatmen sucht sich die Luft immer den Weg des geringsten Widerstandes und der ist neben der Nase. Ich würde mal schätzen, dass ungefähr 50% der Atemluft neben dem Filter vorbeigeht. Wenn wir den Mundschutz an die Nase drücken, dann merken wir, dass wir etwas schlechter Luft bekommen und dass sich der Mundschutz jetzt mit dem Atmen hin und her bewegt, weil die Luft jetzt ja durch die kleinen Filterporen durch muss. Beim selbstgenähten Stoffmundschutz kann man den Draht in den oberen Saum einnähen und dazu findet ihr viele Anleitungen auf YouTube. Es genügt eine Länge von 8 cm, damit der Draht aber nicht verrutscht, nehme ich lieber die ganze Breite des Mundschutzes. Wenn man die Nähte nicht mehr auftrennen will, kann man auch mit einer Nadel ein kleines Loch in das Gewebe bohren und das Drahtstück nachträglich in den Saum einfädeln. Da ich zur Risikogruppe gehöre, möchte ich außer dem Fremdschutz auch einen Selbstschutz haben und einen richtigen Filter, eine Feinstaubmaske oder FFP3-Atemschutzmaske haben. Da gibt es ein Riesenangebot mit sagenhaften Wucherpreisen. Ich habe gehört, dass manche FFP3-Masken innen ziemlich unangenehm feucht werden, wenn man sie mehrere Stunden trägt, vor allem solche aus Plastik. Ich weiß aber nicht, welches Modell das war. Ich habe mich für dieses Modell hier mit allerdings auch überteuertem Preis entschieden. Laut Hersteller hat es einen FFP3-Filter, filtert also Teile kleiner als 1 Mikrometer, hat aber kein offizielles Siegel dafür. Der Hersteller wirbt auch für einen bequemen Tragekomfort. Die Brille beschlägt sich schnell, Grund dafür ist der fehlende Nasenbügel. Vielleicht könnte man auch einen Draht in den Papierfilter einflechten. Da müsste man aber sehr aufpassen, dass das Filterpapier nicht reißt. Ich habe mir jetzt aber mit Wattepads beholfen und will euch zeigen, wie das geht. Ich falte in der oberen Hälfte des Pads einen kleinen Abnäher, also eine ca. 3 mm große Doppelfalte und klebe die Falte jeweils mit etwas Uhu fest. Um ein dickes Knäuel zu erzeugen, wiederhole ich das Ganze und drehe den Abnäher nochmal um sich selbst, schaffe also auf jeder Seite eine neue Falte und klebe diese jeweils mit einem Tropfen Uhu fest. Dann rolle ich das Pad von der oberen Stelle des Abnähers her fest zusammen, bis nur noch ein Drittel davon zu sehen ist und sichere das dann ebenfalls mit einem Klebestreifen. Jetzt ist ein flauschiger, dicker Doppelkeil entstanden. Dasselbe mache ich dann mit dem zweiten Pad, also zweimal von oben her eine Art Abnäher bilden, immer festkleben, dann einrollen und wieder festkleben. Jetzt setze ich die Maske auf und schiebe die beiden Pads in die Winkel neben der Nase. Ich schiebe die Pads hin und her, fühle, wo die dickste Stelle ist, bis sie genau passen und bis die Maske dicht ist. Beim Abnehmen der Maske halte ich jetzt die Pads fest, damit sie nicht verrutschen. Die Pads sollten jetzt symmetrisch zur Mitte sein und einen knappen Zentimeter auseinander liegen. An dieser Stelle werden sie jetzt festgeklebt, knapp unterhalb des Oberrandes vom Mundschutz. Jetzt ist meine Maske dicht und bewegt sich beim Atmen hin und her. Sie ist nicht mehr ganz so bequem zum Tragen und beim Joggen zum Beispiel sicher lästig, aber ich habe den Eigenschutz und den Fremdschutz von geschätzt 50% auf sicher 80 bis 90% erhöht. Einen 100%igen Schutz kann ich bei keiner Maske erreichen.
Denn beim Sprechen und natürlich beim Husten und Niesen geht immer etwas Luft an den Rändern der Maske nach außen. Möglicherweise beim Ausatmen, das wäre der Fremdschutz, etwas mehr als beim Einatmen, das wäre der Eigenschutz. Also nach wie vor Abstand 1,50 m einhalten. So, nachdem jetzt alle Masken dicht sind, wünsche ich euch frohe Ostern und dass diese Klopapierkrise und diese Maskenzeit bald vorübergeht.